Hallo an alle daheim und Zurückgebliebenen. Ich werde morgen nach Fuerteventura fliegen und werde dieses nette Ding einmal ausprobieren. Das ist nämlich das Unterwassergehäuse für den DJI Osmo Pocket. Ich bin mal sehr gespannt, was das Ding kann. Es ist relativ einfach aufgebaut. Wir haben halt eine Kunststoffhülle, die den DJI Osmo aufnimmt, hier drin. Hier ist so ein Feststellclip, mit dem man das Gerät später arretieren kann. Und in den hinteren Teil oder beziehungsweise in den vorderen Teil werden dann noch so Anti-Beschlag-Pads eingelegt. Hinten ist ein kleines Fenster, wo man dann das Display des DJI Osmo sehen kann, und hier sind zwei Knöpfe, mit denen man das Ganze bedienen kann. Anschlüsse haben wir unten und an der Seite jeweils für Actioncam-Aufnahmen. Und das ganze Ding ist hier so aufgebaut, dass wir einfach einen Kunststoffring haben, und hier drin ist eine Gummidichtung, ein O-Ring. Zu dem O-Ring schweigt sich DJI aus. Als Taucher und Fotograf unter Wasser weiß man ja, dass man diese O-Ringe sehr, sehr pfleglich behandeln muss. Es darf kein Staub drauf sein, es darf nichts zwischen O-Ring und Plastik sein, und diese O-Ringe sollten auch gefettet sein. Dieser O-Ring an sich ist relativ stramm. Das heißt, man muss gucken, dass der auch in der Rille ist. Wenn der einmal rausfliegt, muss man ihn mit einem stumpfen Gegenstand, mit einem Löffel oder irgendwas wieder hier reinpressen. Ansonsten ist es schwierig, den richtig zu platzieren. Wenn der nicht platziert ist, ist klar, das Ding ist undicht. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, man kann es vielleicht erkennen, dass die Glasscheibe sehr stark spiegelt. Und jetzt wird ja der Gimbal unter Wasser in Bewegung sein, und da kann es sein, dass durch den unterschiedlichen Lichtanfall unter Umständen Spiegelungen aufkommen. Tja, man weiß es nicht. Das nächste ist, dass natürlich unter Wasser, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß es, eigentlich ein Rotfilter vonnöten ist. Ich habe mir einen bestellt, es gibt leider keinen von DJI. Es ist sehr schwierig, was zu finden. Ich habe den von Aditec aus Spanien kommen lassen. Das ist so ein Ding, das kann man anpassen mit Schrauben. Und netterweise war da so ein Moosgummiband bei von 3M. Und das werde ich hier auch draufkleben auf das Gehäuse, damit die Schrauben sich nicht direkt ins Gehäuse pressen. Zum einen kann es sein, dass sie Macken hinterlassen, und zum anderen, wenn es zu fest gedrückt wird, kann ich mir vorstellen, dass das Gehäuse natürlich auch kaputt geht. Das wollen wir vermeiden. Deswegen jetzt erstmal das Ding da drauf. So, ich habe mir jetzt also aus diesem Moosgummistreifen, der dem Filter beilag, jeweils da, wo die Schrauben nachher hinkommen, so Streifen aufgeklebt. Die habe ich der Länge nach aufgeklebt, weil ich dann etwas flexibler bin in der Tiefe, wie weit ich den Filter draufstecke, ob ich den direkt berühren lasse vorne oder ob ich etwas Abstand habe. Da muss ich mal sehen, was besser ist. Prinzipiell kommen da jetzt die Schrauben hin, sodass ich etwas Schutz habe, dass die Schrauben sich nicht ins Gehäuse drücken, das Gehäuse kaputt machen oder möglicherweise sogar Risse verursachen. So sieht jetzt also mein DJI Pocket Gehäuse mit dem aufgesetzten Rotfilter aus. Wie gesagt, Schutzfolie ist noch dran, kommt natürlich noch ab, aber prinzipiell wäre das erstmal was auch relativ sicher ist. Man kann es nicht abschütteln, es ist relativ fest drauf, und ich hoffe, dass es unter Wasser auch gut hält. So, weiter geht's mit der Vorbereitung des Unterwassergehäuses für den DJI Osmo Pocket. Machen wir das Ganze jetzt erstmal los. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, aber hier unten drin befindet sich der Gummiring. Ich weiß nicht, ob man es so richtig gut sehen kann. Und den werde ich jetzt mal vorsichtig da rausholen. Es ist ganz wichtig, dass der Gummiring, der hinterher die Dichtung darstellt, komplett frei ist von Staub, kleinen Härchen, Sandkörnchen. Selbst die kleinsten Mikropartikel können nachher Probleme machen und zu einer Undichtigkeit führen. Hier zum Beispiel ist ein kleines Staubkorn drauf, das muss alles nachher weg. Das gleiche gilt natürlich auch für die Aufnahme des Gummirings, da müsste ich gleich mal durchwischen. Und auch hier das Gewinde werde ich gleich einmal ordentlich sauber machen. Ich persönlich benutze für solche Arbeiten gerne so Kleenex-Tücher, also Kosmetiktücher, weil die nicht so fusseln wie Tempotücher, zudem sehr weich sind. Und ich gehe jetzt einmal durch die Rille und gucke, dass ich da den ganzen
Staub rauskriegt. Übrigens gilt das nicht nur für Staub, sondern auch später für Flüssigkeiten, was einer der Gründe ist, warum man seine Geräte, seine Gehäuse nie am Tauchplatz aufmachen soll. Wenn man das Ding richtig sauber kriegen will, dann ist es manchmal schwierig, das trocken abzuwischen. Ich bevorzuge, einmal richtig mit Wasser und Seife dran zu gehen und im Anschluss werde ich das Teil mit Kosmetiktüchern trocken machen. So, das Ding ist mit Wasser und Seife abgewaschen. Und jetzt werde ich es einmal richtig schön trocken machen. Hier in dem frischen Kleenex-Tuch. Und das ein bisschen abtrocknen. Dann nehme ich mir ein frisches Tuch. Wie gesagt, die fusseln nicht und dann gehe ich einmal komplett über den Ring. Ziehe ihn hier durch, sodass der tatsächlich auch auf jeden Fall trocken ist. So. Dann gucke ich mir den Ring nochmal richtig an, ob noch irgendwo Probleme sind. Nochmal drüber fühlen, aber es scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Als nächstes nehme ich ein bisschen Silikonfett. Ich habe jetzt hier Dichtungsfett von Nauticam, einem berühmten Unterwassergehäusehersteller. Es kann auch jedes andere O-Ring-Dichtfett sein. Davon nehme ich jetzt eine ganz, ganz winzig kleine Menge auf den Finger. Das ist schon fast zu viel. Und dann wird der O-Ring einmal komplett eingeschmiert, damit er geschmeidig bleibt. Nur ein bisschen zwischen die Finger nehmen. Wichtig ist, dass nachher der O-Ring nicht vor Fett strotzt, dass kein Fett übersteht. Es soll wirklich nur eine ganz kleine, geschmeidige, dünne Schicht drauf sein. So, da kann man auch nochmal drüber ziehen, fühlen, ob irgendwo Dreck dran ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. So, jetzt kommt der Teil, der so ein bisschen tricky ist. Man muss das Ding nämlich wieder einsetzen ins Gehäuse, was schon beim ersten Mal ein bisschen schwierig war. Das geht bis hierhin ganz gut. Aber wie man sieht, ist der Ring etwas kleiner als die Aufnahme, was prinzipiell nicht schlecht ist, denn er muss nachher festsitzen. Jetzt muss man den irgendwie da reinfriemeln. Das wird mit den Fingern wahrscheinlich nicht gehen, weil er dann auf der anderen Seite rauskommt. Ich kann es mal testen. Beim ersten Mal hat er so nicht funktioniert. Aber wenn man ein bisschen rundherum geht, jetzt hat es funktioniert, er hat gehalten, sehr schön. So, dann noch einmal gucken, dass das Gewinde auch keinen Dreck hat. Auch da würde ich noch mal mit einem Kleenex-Tuch, wie gesagt, gut drüber gehen. Und das hier alles ordentlich sauber machen, damit sich nachher keine Überraschungen da breit machen. Vor allem hier oben die Kontaktfläche zum O-Ring nochmal einmal schön sauber machen. So, dann muss diese Halteklammer hier raus, denn da muss ja gleich der Osmo Pocket rein. Jetzt nehme ich den Osmo Pocket, schalte ihn an und dann muss ich einmal hier raus. Ich muss einmal in die Einstellungen nach rechts, bis ich auf das Symbol für das Unterwassergehäuse komme. Da klicke ich einmal drauf. Und dann sagt er mir bitte ausschalten, Vorplatzierung Gehäuse, jetzt oder später. Ich mache jetzt ausschalten. Und dann geht er wieder in die Parkposition. Jetzt wird der Osmo so eingeführt, dass nachher das Display hier durch das Fenster gucken kann und nachher natürlich auch die Knöpfe nach vorne zeigen. Ist ja logisch, ne? Also das Ding mal richtig schön rein. Und jetzt wird es eng, es klemmt ein bisschen, das heißt, man muss ordentlich nachdrücken. So, dass der Osmo auch wirklich ganz drin ist. Und man sollte vermeiden, natürlich hier oben drauf zu drücken, um ihn nicht kaputt zu machen. Also ganz rein. So, das sieht gut aus. Ganz wichtig ist dieses Anti-Beschlagspad. Das sind Trockenpads, die die Feuchtigkeit aus dem Gehäuse saugen. Ohne die Dinger kann man Filmen vergessen. Es würde nämlich dann definitiv die Scheibe beschlagen, sobald man ins kalte Wasser kommt. Das Ding kann mit ein bisschen Fummelei hier vorne reingeschoben werden. So, ruhig ganz tief rein. So. Dann wird der Osmo Pocket mit dieser Klemme arretiert
So, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Und jetzt kommt der Gehäusedeckel wieder drauf. Da ich ja diese Gumminoppen für den Filter angebracht habe, muss ich natürlich gucken, dass die auch entsprechend ausgerichtet sind, wenn ich den jetzt festschraube. Was ich jetzt mal tun werde. So. So. So, scheint zu sitzen. So, schön festmachen. Nachfest kommt ab, also nicht zu fest, aber sollte schon dicht sein. Die Regel ist ja, unter Wasser baut sich noch ein bisschen Druck auf, der letztlich dann die Dichtung noch ein bisschen fester macht. So, damit ist der Osmo Pocket im Gehäuse und prinzipiell einsatzbereit für den Unterwassereinsatz. Ein erster Trockentest zeigt, das Display funktioniert, die Knöpfe funktionieren. Alles soweit gut. Ich bin hier im Hotelzimmer, deswegen ist alles etwas improvisiert. Das ist der Handgriff, den ich mir für den Osmo Pocket zugelegt habe. Der hat in der Mitte ein ganz normales Stativgelinde, da kommt so ein Action-Cam-Adapter dran und an die Kugelarme werde ich gleich 2 Lampen montieren für das Videolicht mit entsprechenden Auftriebskörpern. Hotelbetten eignen sich für sowas immer besonders gut. Fehlt noch das Gehäuse vom Osmo Pocket. Also drauf damit. Und dann machen wir hier den Nups hier rein. Drehen das schön fest. Natürlich kommt zur Komplettierung noch der Rotfilter drauf. Immer noch mit Schutzfolie, ganz frisch eingepackt. Und damit er nicht verkratzt und kaputt geht, werde ich den als allerletztes morgen drauf machen. Der käme dann, wie gesagt, ungefähr so hier drauf. Und ich habe schon direkt hier so einen kleinen Fangleinen-Nupsi, der wird hier oben angeklippt, damit der unter Wasser auch nicht verloren geht, bis man abfällt. Dann bauen wir halt hier rum. Das ganze Ding habe ich hier mit so einem Spiralkabel versehen. Das kommt von Jacket, auch der gleiche Grund, damit es nicht absäuft. Und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Bilder folgen jetzt. Was ihr hier sehen könnt, sind unbearbeitete Aufnahmen, die direkt aus der Kamera kommen, also direkt aus dem Osmo Pocket. Natürlich mit Rotfilter, natürlich mit Videolicht und ich finde, dass die eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Die sind gestochen scharf. Die Aufnahmen sind erfolgt mit einer Auflösung von 4K bei einer Bildwiederholrate von 50 fps. Und ich finde, dass man insbesondere bei Kameraschwenks doch schon eine sehr gute Stabilisierung erkennen kann, wobei man natürlich auch hier keine Wunder erwarten darf. Insbesondere fällt auf, dass der DJI Osmo Pocket im Unterwassergehäusemodus deutlich weniger ausgleichend wirkt, als das im normalen Landmodus der Fall ist. Das heißt, er verzeiht grobe Wackler nicht so stark. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass man ihn im Unterwassergehäusemodus in alle Richtungen drehen und wenden kann. Also man könnte theoretisch auch über Kopf filmen, der wird also jede Bewegung mitmachen. Aber wie gesagt, zum Preis, dass die wirkliche Gimbal-Funktion, also die Ausgleichsfunktion, die Stabilisierung, nicht ganz so stark ausfällt. Ich finde allerdings, dass insgesamt die Stabilisierungsfunktion doch deutlich besser ist, als es bei meiner GoPro Hero 5 Black der Fall war. Ich gebe zu, die ist schon etwas älter. Jetzt kommen die Einwände. Es gibt ja auch schon die 7er, inzwischen auch die 8er. Und beide haben eine Stabilisierung. Ja, aber die Stabilisierung der GoPro ist digital. Das bedeutet, dass immer auch Bildinformationen verloren gehen. Es wird also aus der Mitte quasi ein Bild ausgestanzt, das dann digital begradigt wird, während beim Osmo Pocket halt durch die physikalische Stabilisierung definitiv nichts verloren geht. Was man sagen kann, ist, dass die Bilder meines Geschmacks nach teilweise etwas blass wirken. Und jetzt habe ich beim zweiten Tauchgang einmal an Land gefilmt. Man sieht auch hier, dass der Gimbal-Modus wieder so ein klein bisschen wackeliger ist, als es normalerweise an Land wäre.
Ich habe dann vergessen, den Rotfilter drauf zu machen. Hat den Vorteil, dass wir jetzt natürlich auch die Aufnahmen ohne Rotfilter einmal sehen können, auch wieder unbearbeitet aktuell. Etwas blass, etwas milchig, das ist allerdings auch dem Umstand geschuldet, dass hier sehr, sehr viele Schwebeteilchen waren. Einschränkend ist zu sagen, dass der Tauchgang maximal bis auf 7 Meter ging. Man sagt ja, dass erst ab 5 Meter ein Rotfilter sowieso sinnvoll ist. Ich habe jetzt mal versucht, die Bilder etwas nachzubearbeiten, und zwar in zwei Modi. Der erste Modi, den sieht man hier auf der rechten Seite, das ist die automatische Farbkorrektur von Final Cut Pro 10. Links die Originalaufnahmen. Man sieht, dass es, ich finde, ein Hauch besser ist. Ich finde es noch nicht so ganz hundertprozentig gelungen. Ich habe jetzt nochmal versucht, in einem zweiten Schritt eine manuelle Nachbearbeitung zu benutzen. Die folgt jetzt. Da haben wir dann zum einen die Helligkeit, die Belichtung angepasst und die Sättigung. Das waren so die zwei hauptsächlichen Einstellungen, die ich da verändert habe. Ich finde, das sieht schon etwas besser aus. Aber wie gesagt, der Tauchspot war jetzt auch nicht so der Spot, um jetzt wirklich einen guten Test durchzuführen. Es war sehr flach, es sind sehr viele Schwebeteilchen, das Licht wird in alle Richtungen gestreut und reflektiert, sodass man natürlich auch eine gewisse Überbelichtung hat. Das darf man dem Osmo Pocket jetzt nicht alleine anlasten. Natürlich will niemand bei Unterwasservideos die Tauch-, Atem-, Blubber- und was auch immer für Geräusche wirklich hören. Jedoch finde ich, dass als kleiner Nebeneffekt diese Geräusche beim Osmo Pocket ein bisschen weniger störend wirken, als ich das von anderen Unterwassergehäusen kenne. Da gibt es doch teilweise sehr laute und teilweise auch knallende und knackende Geräusche. Das ist hier zumindest nicht in dem Ausmaß so. Als erstes ist sicherlich die sehr gute Bildqualität zu nennen. Es sind Aufnahmen mit 4K möglich und die sind, wie man sehen konnte, gestochen scharf. Als zweites haben wir natürlich eine deutlich bessere Stabilisierung, als man das von den meisten Actioncams gewöhnt ist. Ich finde, das ist deutlich spürbar, und die Leute, denen ich das Video gezeigt habe, das ich gedreht habe, waren auch der Meinung, dass es deutlich weniger verwackelt ist als meine Videos, die ich zuvor mit der GoPro aufgenommen hatte. Hinzu kommt, dass es sich um eine physikalische Stabilisierung handelt, das heißt, es gehen keine Bildinformationen verloren, wie es bei den modernen Stabilisierungen der gängigen Actioncams momentan der Fall ist. Dann finde ich, hat der DJI Osmo Pocket einen relativ guten Weißabgleich, egal ob mit oder ohne Rotfilter. Die Farben kommen relativ natürlich raus. Das Unterwassergehäuse war bei mir durchgehend vollkommen wasserdicht. Und zu guter Letzt muss ich noch sagen, das, was ich am Anfang befürchtet hatte, nämlich dass sich der Gimbal innen in der Glasscheibe des Gehäuses spiegelt, das ist Gott sei Dank nicht eingetreten, also es gibt keine negativen Spiegeleffekte. Was die negativen Seiten des Unterwassergehäuses angeht, so möchte ich mich den Rezensionen auf Amazon anschließen, die doch sehr gemischt ausfallen, wie man sieht. Und hier gibt es eigentlich zwei Kritikpunkte. Das eine ist, dass offenbar bei einigen Leuten Wasser ins Gehäuse eingedrungen ist, was natürlich gerade bei Salzwasser fatal ist für den Gimbal selber. Hier hätte man meines Erachtens durchaus detaillierter beschreiben dürfen, wie wichtig die Sauberkeit des O-Rings ist und dass auch kleine Schmutzpartikel durchaus zu Undichtigkeiten führen können. Man kann ja schließlich nicht davon ausgehen, dass jeder, der so ein Gehäuse benutzt, auch passionierter Unterwasserfotograf oder Unterwasservideofilmer ist und sich entsprechend auskennt. Wenn beispielsweise direkt beim Schnorcheln das Unterwassergehäuse undicht ist und der Gimbal danach unbrauchbar, ist das natürlich extrem ärgerlich. Hier hätte man seitens DJI durchaus ein paar Worte mehr an die Endkunden richten dürfen. Das zweite ist, und darüber regen sich auch einige zu Recht auf, dass es keine Möglichkeit gibt, den Gimbal gescheit wieder aus dem Gehäuse herauszukriegen, ohne oben am Kamerakopf zu ziehen. Hier hätte man auch irgendeine Art Mechanismus einbauen können, der den Gimbal vielleicht von unten hochstößt oder vielleicht ein Bändchen einziehen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist da doch das Gefühl, den Gimbal kaputt zu machen, immer irgendwie mit dabei, und einem ist da nicht so ganz wohl dabei. Und das dritte, hier kann man allerdings durchaus in der Post-Production etwas nachbessern, ist, dass die Farben meines Erachtens ein klein bisschen flach sind. Die dürfen etwas kräftiger sein, aber wie gesagt, das kriegt man irgendwie schon hin, und so schlimm ist es nicht, gerade mit Rotfilter und entsprechender Beleuchtung. Insgesamt finde ich jedoch, dass die positiven Eigenschaften überwiegen, und gerade im Vergleich zu den bisherigen Actioncams finde ich, ist der Gimbal im Unterwassergehäuse
eine Bereicherung, zumindest für meine persönliche Unterwasservideografie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch noch die beiden Videos, die ich zusammengeschnitten habe, aus meinen Tauchgängen auf Fuerteventura, die ausschließlich mit dem Gimbal gedreht worden sind, und wünsche dabei viel Spaß.